Ja, Ad Media Queries sind wirklich, wirklich wichtig geworden in den letzten paar Jahren. Und SCSS hilft euch da schon ganz schön gewaltig, denn damit könnt ihr Ad Media Queries endlich mal mit Variablen versehen und schachteln. Das ist so ziemlich das, was, glaube ich, sich jeder CSS-Programmierer wünscht, und endlich wird es wahr. Okay, wahr. Genau, was ich heute euch kurz zeigen möchte, ist einfach, wie man Ad Media benutzen kann. Einfach nur ganz kurz, es ist relativ simpel. Wir sagen jetzt hier einfach mal Punkt, so jetzt muss ich mir kurz überlegen, was habe ich denn alles? Punkt Wrapper habe ich, glaube ich, irgendwo benutzt. Das ist dieses Div hier, da steckt quasi alles drin. Und wir können jetzt Punkt Wrapper einfach schachteln, indem wir hier sagen, okay, wenn das jetzt Ad Media ist, also zum Beispiel können wir sagen, das Ding ist erstmal breit. Nee, das lassen wir raus, brauchen wir gar nicht. Wir schachteln direkt eine Ad Media Query rein, und zwar können wir hier sagen Ad Media. So, und jetzt können wir hier sagen, was wir gerne hätten, nämlich zum Beispiel Screen, und dann haben wir es schon. Dann können wir hier zum Beispiel die Breite auf 1000 Pixel setzen. Nee, wir machen das mit was einfacherem Background Color, damit man es auch direkt sieht. Die Background Color wird auf fast schwarz gesetzt, und ansonsten wird die Background Color auf quasi weiß gesetzt. Halt, stopp. Ich war nicht fertig mit ihr. So. Okay. Was das jetzt zur Folge hat, ist einfach, wenn, ja, im Endeffekt hat das noch nicht wirklich irgendwas zur Folge. Aber wenn wir hier das jetzt natürlich noch kombinieren mit AND, und dann können wir hier irgendwelche Features reinstecken. Und hier habt ihr natürlich sehr, sehr viel Auswahl, was ihr da alles reinmachen könnt. Zum Beispiel können wir hier die, nehmen wir einfach die Orientation. Orientation auf Landscape. So. Das heißt, wenn diese beiden Dinge hier zutreffen, dann wird automatisch hier die Hintergrundfarbe auf relativ dunkel gesetzt, ansonsten bleibt sie auf antik weiß von unserem Wrapper hier. Okay, wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz an. Wir sehen, es ist dunkel, weil wir offensichtlich Screen und eine Orientation Landscape haben, was irgendwie klar sein sollte. Wenn ich das jetzt allerdings verziehe, dann wird es irgendwann hier, also wenn quasi meine Orientierung mal nicht mehr breit als hoch ist, sondern mehr hoch als breit, wird das Ding plötzlich hell. Ja, das solltet ihr wahrscheinlich aus CSS kennen, das sollte nichts Neues für euch sein. Das Neue hier ist jetzt natürlich, dass ich das schachteln kann, wie ich möchte, und ich muss nicht mehr irgendwie meinen Wrapper zweimal definieren, nämlich einmal hier als Background Color und einmal für die Ad Media Screen Orientation Landscape hier nochmal separat. Und das sollte das Neue für euch sein. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie das nämlich in CSS aussieht. Wir definieren hier uns erstmal diesen Wrapper mit Antikweiß, und dann müssen wir hier Ad Media Screen and Orientation Landscape, und da drin müssen wir nochmal den Wrapper definieren, der dann eben die dunklere Farbe hat. Das müssen wir hier eben nicht mehr machen. So können wir eben auch sagen, der Wrapper hat, wenn es eben Landscape ist, dann diese Orientierung hier oder dann diese Hintergrundfarbe. Das ist schon ziemlich geil, wenn man das sich so überlegt. Es geht allerdings sogar noch ein kleines bisschen besser. Ich kann nämlich auch das Ad Media an sich schachteln. Ich kann hier nämlich sagen, zum Beispiel Ad Media, also ich kann es auch andersrum machen. Ich kann natürlich auch das Ad Media außen hinsetzen und dann das Wrapper reinsetzen, aber ich kann auch einen kompletten Mix daraus machen, indem ich hier das da reinsetze. So, und hier jetzt Screen reinstecke und das hier rausmache. So, und wir sehen, was jetzt hier passiert. Das heißt, wir sagen, es muss Screen sein, und es bezieht sich auf den Wrapper, und der hat normalerweise in Screen dann die Eigenschaft Hintergrundfarbe ist antikweiß, und wenn es Landscape ist, dann hat er zusätzlich noch die Eigenschaft hier, dass seine Hintergrundfarbe sehr, sehr dunkel ist. Und das ist schon ziemlich geil. Ich kann quasi so viel schachteln, wie ich möchte. Genauso mit den Ad Medias. Ich kann nämlich auch zum Beispiel hier mit den Breiten oder sowas, die ihr hoffentlich alle kennt, oder mit der, keine Ahnung, Device-Pixel-Ratio oder sowas kann ich arbeiten, kann das alles komplett schachteln. Das ist natürlich ultra mächtig. Und ja, das ist im Endeffekt nichts, was ihr nicht schon wissen könntet. Also selbstverständlich kann ich hier natürlich auch noch mit Variablen arbeiten. Ich kann hier natürlich auch wieder Dollar
Orientation Attribute ist gleich Orientation. Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. Sollte passen. Ja, jetzt seht ihr, was hier passiert, wenn man mal wieder zu viele andere Sachen programmiert hat. Und dann kann ich hier zum Beispiel My Orientation definieren, was in meinem Fall Landscape ist. Landscape. So, und ja, jetzt kann ich nämlich Folgendes hier machen. Ich kann hier wieder über meine Interpolation hergehen und kann hier $Orientation Attribute setzen und das auf $My Orientation setzen. Und plötzlich habe ich, also ich kann natürlich auch noch die Farben oder sowas und das Attribut kann ich auch als Variable reinsetzen. Klar, das geht alles, aber hier kann ich natürlich jetzt auch einfach sagen, okay, ich habe hier zum Beispiel eine variable Breite und die kann ich sehr, sehr schnell anpassen. Also man kann wirklich alles über Variablen machen, das funktioniert genauso, wie ihr es auch kennt. Im Endeffekt habe ich euch heute nichts Neues gezeigt, nur eine super gute Anwendung dafür, was man alles damit machen kann. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.